Ja, hallo, meine Offiziere und Kadetten. Es geht weiter mit dem Tutorial-Mission in Star Trek Online mit meiner schönen Vekrandis. Und ja, wir hatten jetzt am Ende den Auftrag noch, mich mit Renovo zu treffen, was dieses schöne Schiff hier vorne ist. Deswegen voller Impuls Nummer 1. Ja, wollen wir noch mal gucken, wie es hier weitergeht, was wir hier noch so Schönes lernen können. Ah, da ist er wieder. Der lebte ja auch noch, der Klingone. Richtig, da war doch was. Der Böse, der Feuerfrei. Hier ist schon mal schön auf Automatik stellen. Accepting danger is part of being a Starfleet officer. You have learned this lesson well. Wir müssen nur die Schilder runterschießen, dann bringt das auch was, den Controller reinzuballern, weil sonst prallt der quasi am Schutzschild ab, was ja auch nicht so toll ist. Deswegen gleich ist es soweit. Naja, gut, der war noch tot. Aber was soll's? Volle Welle rein hier. Jetzt geht er genau durch. Da hat er ordentlich Schaden gemacht. Jo. Schöne Explosion. Da haben wir ihn vernichtet, den bösen The Klingonen. Renown will escort you back to Earth's space dock, but first we must inform the USS Kittimer that... One moment. My communications officer informs me that we are unable to contact the Kittimer. We will proceed to their coordinates to determine if they require assistance, and your ship will accompany us. I hereby grant you a field promotion. This will give you the proper authority over your crew, and final decision-making ability for your ship until we reach Earth's space dock and report to Admiral Quinn. Ja, hier gibt es verschiedenste Belohnungen. Einmal Fertigkeitspunkte, die wir dann einkotzen, Mann, nein, das meinte ich natürlich nicht, verwenden können, um uns selbst einzurichten von den Fähigkeiten her, wie sich das schon nennt, die man selber hat. Expertise, wie man seine Offiziere skillen kann bzw. befördern kann. Und hier noch verschiedene Waffen und die Zava. Eine Kadettin für unser Raumschiff, eine neue Offizierin. Ja, nehmen wir gerne an. Congratulations, Lieutenant. Ja, da ist die gute Zava. Ich nehme es mal hier rüber. Ein Bolianer, technischer Brückenoffizier der Sternenflotte, weiblich Kadett. Na dann her damit. Und untersuchen Sie die was mit der USS Kittimer geschah. Gehen Sie zum Pollux-System. Dann erstmal raus aus dem System hier. Und dann schauen wir mal, wo das Pollux-System ist. Denn da ist unser nächster Auftrag. Pollux? Bin ich jetzt schon hier? Use M to open up the map for sector space. You can click on a system to plot a course and set your ship to automatically fly to it. Ja, brauche ich bloß nicht, weil ich jetzt direkt da bin. Und beginnen Sie die Kommunikationszusammenbruch, was ja genau der ist. Gut, dann werde ich jetzt vorher, bevor ich das mache, wir haben ja hier so schöne Waffen bekommen. Eine Laserbank 1, das heißt, im Moment haben wir zum Beispiel vorne Bug eine Phaserstrahlenbank, Standardausgabe. Die hat ein Schussfeld von 250 und macht einen Schaden von 110 Phaserschaden und 80 SPS. Dazu kann ich ja auch mal demnächst eine eigene Folge machen, um das mal zu erklären ein bisschen. Und die neue macht jetzt 110,7 Phaserschaden und 88,5. Der Bug ist dasselbe. Deswegen ziehe ich den, glaube ich, erstmal hinten rein. Vorne habe ich zwei Waffen, hinten wäre die Verstärkung ganz gut angebracht. Hyperimpulsantrieb.
8,2 Fluggeschwindigkeit. Der ist auch schon mal besser. Also erstmal können wir wenn wir nicht wissen, wo das hier drüben hinkommt, einfach Doppelklick, dann rüstet er das automatisch ein, wo es hingehört. Und wir haben hier noch eine bessere Waffe wahrscheinlich. Die können wir aber nur hier einrichten. Zeig mal an, was haben wir hier? Phaser Scharfschützengewehr. Macht 30 Schaden und das Phaser-Strahlengewehr 21,6 mal 2. Also ein bisschen mehr. Die haben alle die Standardwaffe. Rüste ich auf jeden Fall ein damit mal aus. Und die haben alle noch Hypospray. Ich auch. Also kann ich den erstmal drinnen lassen. Die Sachen behalte ich auch erstmal, die könnte ich auch noch verkaufen, aber ja. Machen wir das doch jetzt einfach mal hier weiter. Ich würde sagen, auf zum Kommunikationsabbruch. Und die Kitomeer, was ist mit der passiert? We're here, Captain. The USS Kittimer is dead ahead and the Renown is beside us. Our orders are to make contact with the Kittimer and find out why they've not responded to our hails. Okay. Dann finden wir das doch mal raus, warum die sich nicht gemeldet hat. Statisches Rauschen. Pusten Sie das Signal einmal durch die Statik. Yes, sir. I will require approximately 15 seconds to make the necessary adjustments. Und hier sieht man auch wieder das Englische. Also, wir sind damit einverstanden. Ah, Captain Volog. Captain Taggart? What are you both doing here? Ja, jetzt hat man die Auswahl. Der fragt uns, was wir beide hier machen und nicht Captain Taggart, sondern wir können dann erfahren, dass Captain Volog gab mir den Auftrag, mit ihm zu ihrem Standort zu kommen. Lassen Sie Captain Volog die Situation erklären. Na, dann machen wir Always das. good to follow the orders of your superior officers. Ja klar, wem folge ich sonst hier? Wissen Sie, was mit Ihrer Kommunikation geschehen These ist? cadets were the unfortunate victims of a Klingon ambush. Captain Taggart is dead, and the ship is under the command of this cadet. The Renown was escorting them back to Earth space dock, but when we could not raise the Kittimer, I deemed it imperative to alter our course and assess the situation. Captain Yim, what is your status? Ja, dann hören wir dem nochmal zu. I'm troubled by the anomalies in this system, and if they're affecting long-range communications, then they're doubly a cause for concern. Let's do this by the numbers. We've already launched 9 probes. Now that they're active, we can do an in-depth scan of the anomalies. Na dann, weiter geht's. With all 3 ships collecting data, we should be able to complete this quickly and formulate a course of action. The Renown has the largest science team, so I recommend we send our data there for analysis. Any questions? Ja, keine Fragen, meine Crew schafft das. You're quite confident for a cadet. You remind me a bit of myself when I was an ensign. Of course, I wasn't commanding a ship back then. Let's see how you perform before you start claiming that chair full time. Ja, dann auf geht's. Wollen wir mal hier nicht ganz folgen. You can set your ship's power levels to have a focus on attack, defense, speed, or balance. Ja, also hier sieht man die einzelnen Einteilungen. Hier mehr auf Angriff, mehr auf Verteidigung, mehr Speed, ausgeglichen. Aber ich mache mir das meistens noch hier. Gibt es noch verschiedene Ansichten des Ganzen. Und ich mache hier meistens die 2 und hier kann man doch mehr Speed drauflegen. So, versuchen wir das hier mal zu scannen. Ah, jetzt bin ich jetzt schnell geflogen. Ah. So, hier können wir mal Rückwärtsgang. So weit war es ja nicht, genau. Ach, einmal falsch geklickt. Reports indicate traces of gamma radiation, but there's something off in the readings. Eine Abweichung. Jedenfalls sieht das doch schon mysteriös hier aus, diese
schwarz-grünen Schwaden hier, sag ich mal. Bin ich echt mal gespannt, ob das einfache Nebel sind im Weltall oder ob da mehr dahinter steckt hier. Ich habe wieder mal die bösen Klingonen hier mit drin hängen. Wäre jedenfalls interessant zu wissen. Kittimer here. Are you seeing the same gamma radiation levels that we are? I'm not sure that a normal scan will be enough. We might need to do a full multiphasic reading. Ja, und jetzt gibt es hier den normalen Weg, sage ich jetzt mal. Aber ich bin ja Wissenschaftler. Deswegen könnte ich das hier gleich nehmen. Was nehme ich? My Chief Science Officer, Commander Davis, had suggested the same thing, but it seems you're already aware of it. Good work. We'll perform a reverse tachyon pulse wave and see if that solves the issue. Report your findings once your final scan is complete. Jo, dann wie sieht unser weiteres Vorgehen aus hier? Den Punkt Gamma. Die Frage, wo ist der? Da unten. Okay. Ruf mal hin. Eine gute Frequenz. Deflector dish is realigned for reverse tachyon pulse wave, sir. Boah, sieht schon anders aus jetzt. Picking up a transwarp signature. It's right on top of us. Oh, The Borg. Seid ihr des Teufels? Das ist die erste Mission und schon ein Borg? Die sind noch alle. Jetzt sind ja sogar sehr gut. Nicht gedacht. Ich hab mich hier schon tot gesehen. Borgs sind doch immer sonst die mega bösen. Da drüben geht's ja weiter. Zwei Feinde sogar. Eieiei. Zweimal die Burg. Sag mal, spinnen die denn? Jetzt bin ich ja noch volle Freizeit an. Das hält sich doch erstaunlich gut. Komm, ich muss ja auch mal schießen. Jawohl, das war peinlich. Gefällt mir. Wenn ich muss zu nah dran sein, ja, ein bisschen schade. Feuer den nächsten hier mal ab. Ja, hat gleich 5. Gleich mit Klingonen, dann Burg, jetzt haben wir alle durch. I've lost contact with the bridge. I am unable to contact Commander Davis for new instructions. Im HN geben Sie mir einen Statusbericht. The Kittimer is being overwhelmed by Borg boarding parties. These Borg are different than the ones in my history records. They seem disconnected somehow. They're strange, but still quite dangerous. Können Sie das alleine halten? Wir haben unsere eigenen Probleme. What? I am an emergency medical hologram, not a miracle worker. Kein Wunder, ja, das haben wir schon so gedacht. Captain Voller, was sollen wir tun? Hier sieht man zum Beispiel, wenn ich Technik wäre, dann könnte ich das jetzt machen. Aber dadurch, ja, muss ich das... The Borg were brutally efficient on the Kittimer. The emergency medical hologram may be in command simply because no one else is fit to do so. The Borg have not been seen in the Alpha Quadrant in decades. Their arrival cannot simply be a coincidence. However, I hesitate to speculate without the full data from all of the probes. Oh, dann können wir wirklich sein. I will send teams to aid the Kittimer. You will have to finish the scans. We need to know the extent of the Borg presence here. You must also inform me if you or your crew are unable to continue. The Borg evoke a strong emotional response that can rattle even trained Starfleet officers. A crew of cadets that have already survived a Klingon attack may be unable to cope.
Ja, dann, ja, die jagen denen Angst ein. Ja, meiner Crew noch nicht. Wir schaffen das. Mal kurz schauen, wo wir hier lang müssen. Können wir mal wieder auf Speed umschalten. Das sieht mir gut aus. Die Sonne stoppen, ja, woran auch immer. We have your data, and our science team is analyzing it now. Wie ist der Status der Our Kittimer? tactical teams have eliminated the Borg boarding parties on the Kittimer. Dann können Why wir die do you ask? dann können wir doch die Kittimer zur Analyse der Daten verwenden, wenn noch keine Borg mehr sind. There is an 88.47% chance that you will need my help. Ja, das ist ja schon fast eine Vulkanier-Antwort, die 88,47%. Herrlich. Aber wieso Zweifel? No, you are correct. The Kittimer would be a great asset in analyzing this data. Können wir diese... Was? Können wir diese zermalmen? I have Okay. 75 million gigaquads of computer memory and an extensive library of files on military tactics and command strategies. Ich I denke mal, believe das I sollte can spare a zermehlen few bits heißen of oder so. processing power for you. Zermahlen? Ist doch eine sehr interessante englische Übersetzung. Mal sehen, was wir feststellen können. So. Stärkung der Torpedos, das wird Feuer. Ja, die Schilde weg. Feuerfrei. Ja, der hat abgesessen. Den ersten haben wir gleich. Jawohl. Wussten wohl. Da hinten ist der jetzt. Wenn wir einen losschicken, die Schilde sind und der Rausch natürlich dabei. So. Warum nicht? More Borg! I don't know if we're ready for this. Was? Was hier für eine Mission? Das ist doch quasi die erste richtige Mission und das geht schon ab. Das ist doch unfassbar. Ja, komm. Ja, geil. Genau. Okay, mit roten Laserstein. Das ist Warte. So, machen wir jetzt die nächste. Das war da, das war da, das war da. Machen wir den auf. Gut. Dann Feuer frei. Okay, so. Oh, jetzt alle. Jo. Multiple Borg warp signatures detected. It's an invasion force. Ja. Invasionsstreit macht, ja. Und? We're outnumbered. There's no way we can... What the hell? Okay. Und dann? Versuchen wir das doch. Die letzte hier noch frei zu machen. Ich habe keine Schilder mehr, dann Feuer frei.
bisschen Schaden gemacht, hätte auch mehr sein können. Wir rennen hier noch ein Torpedo rein und dann wird die Sache gegessen sein, fast. Meine Fresse. Das nenne ich doch mal eine kampfvolle, kampfgerechte Folge hier. Wir haben massiv Burg zerstört. Wir sind die Helden der Föderation. Here is the situation as we see it. The Borg are using the Pollux system as a staging area for a larger invasion. Long-range sensors are already detecting inbound transwarp signatures. The most likely target for a first strike is the Vega system. There is a civilian colony there, and if the Borg could take it by surprise, they would have large numbers of new drones at their disposal. Uiuiui, da geht's Vega jetzt wohl an den Kragen, aber wie ist der Status der The Kittelmeer? Kittimer was badly damaged, and there are many casualties. Captain Yim is gravely injured, but he will recover. We are still working on triage and restoring the Kittimer's critical systems. This leads me to our next course of action. Nach Vega. So wie es aussieht, was hier schon steht, deswegen ja. You must go to the Vega colony and warn them that the Borg are coming. Okay, was ist denn mit ihnen? The Renown is better equipped to hold off further Borg attacks and assist the Kittimer. It is logical for us to remain here. We will delay the collective, but you must warn the colonists at Vega. Wir müssen die Vega-Kolonie warnen, ja, das ist mir ja klar. Was gibt es? Most missions can be turned in remotely. Click the icon next to the mission to report to the contact and turn in the mission. Na dann. It is imperative that you warn the colony at Vega of the impending attack. We will do what we can to hold off the Borg here in Vega and repair the Kittimer. Live long and prosper. Ja, hier kommen noch wieder ein paar schicke, nette Neuerungen dazu. Ja. Nehmen wir. We have to make our way to Vega as soon as we can, Captain. I just hope we're not too late to warn the colony. Are you ready to go? Das habe ich auch, aber die Vulkanierin Tufrell, die nehmen wir jetzt natürlich. Ich sag jetzt mal hier nicht jetzt, sondern ich möchte hier noch scannen. Es gibt 0 Anomalien. Deswegen hier ist wirklich nichts mehr. Deswegen nochmal We have to make our way to Vega as soon as we can, Captain. Dann sage ich verlassen das System. So, was ist das hier schon in der Folge jetzt ab? Shields up, red alert. Alter Schwede, wir sind weg und hier geht das nicht weiter. Gut, das mal wegschalten, das möchte ich nicht sehen, wie ein Föderationsschiff explodiert. Also nehmen wir Schaden. Das hier ist zum Beispiel, was man hier unten so an den Karrees sieht, ist diese Astrometrie, die ich auch hier deaktivieren kann. Dann sieht das ein bisschen schöner aus. So, was haben wir jetzt alles bekommen? Gehen wir doch erstmal die Sachen fürs Schiff durch. Den haben wir nicht bekommen, den können wir mal hier runterziehen. Warte, Moment, so. Das war auch der Standard, den wir vorhin schon weggezogen haben. Das haben wir hier, der Deflektorschild. Das Deflektorschildchen. Mehr Sensorenfähigkeit, Trägheitsdämpfung ist auch besser und Stromisolation. Also rein damit. So, jetzt können wir den nämlich auch nach hier unten ziehen. So, der bessere Torpedo. Was kriegt der? 230 Schaden. Photonen standardmäßig 208. Und noch ein bisschen mehr Schaden. Plus 10% Genauigkeit, was der hat. Nicht hat, den wir gerade drin haben. Zack. Und das ist eine wissenschaftliche Konsole. Schnellere Schildgeneration. Das ist natürlich das, was ich sehr gern mitnehme.
Das gefällt mir richtig gut. Weil damit stellen sich die Schilde schneller wieder her. 3,8%. Das kann manchmal sehr, sehr überlebenswichtig sein. Gucken wir uns die Zaba an. Trefrell war das ja, genau. Trefrell, die neue. Die neue in unserer Gemeinschaft der Brückenoffiziere. Und ja, einmal haben wir die Vega zu warnen, die ist hier unten. Und andererseits sollen wir zum Sol-System eigentlich mal wieder. Da die Folge rum ist, möchte ich euch auch noch mal schauen, was man hier so teilweise sieht. Also, man hat hier später noch die Möglichkeit, oder das wollte ich hier, auf die Schiffsbrücke besuchen, was wir jetzt noch nicht können, weil wir wahrscheinlich noch kein Captain sind. Wir können das Schiff zwar befehligen, aber nicht auf die Brücke. Jo, und deswegen würde ich sagen, erste Warnung der, was haben wir hier, Vega-Kolonie, Assimilierung der Unschuldigen. Erste Warnung, und da kriegen wir dann den nächsten sogar noch. Technikkonsole, nicht schlecht, und neues Phasergewehr, auch nicht schlecht. Gut, dann würde ich sagen, setzen wir einfach mal Kurs hierauf. Erstmal würde ich sagen, ist das Tutorial ja zu Ende gegangen, weil hier steht nicht mehr Tutorial daneben. Das müsste man jetzt auch sehen, wenn man hier unter Episoden geht. Nö. Das haben wir schon. Stoppen Sie das Signal, das kommt dann alles noch. Hier sieht man die ganzen Dinger, die es gibt. Aber es steht eigentlich jetzt nicht mehr Tutorial davor, aber trotzdem. Gut, dann, auch wenn hier nicht mehr Tutorial davor steht, und scheinbar gehört das noch irgendwie dazu. Wir setzen mal Kurs zur Vega. Und das mit vollem Warp-Antrieb hier. Das müsste ja jetzt vonstatten gehen hier mit Warp 5. Wir brauchen jetzt auch eine Weile, aber das hat den Vorteil, wir können dann nächste Folge direkt dort wieder ansetzen. Was hat die gute Trefrell hier uns gebracht? Schildenergie absaugen. Wir können den Gegner die Schilde verringern dadurch. Das ist doch mal schön. Notenergie zu den Schilden. Soweit waren wir ja noch nicht mal, dass wir das nutzen mussten. Und hier noch Ausweichen. Ausweichmanöver 1. 300 Fluggeschwindigkeit, 300 Wendegeschwindigkeit. Warum das so zweimal steht, keine Ahnung. Aber man ist dadurch deutlich wendiger und schneller. Für ein paar Sekunden. Wie da steht halt. So. Ja, direkt auf die Sonne zu. Jo, da haben wir Vega 9. Hier sind natürlich die anderen 8 Planeten noch drumherum. Aber ich glaube, wenn wir hier noch ein bisschen den Rückwärtsgang einlegen, dass das hier mal weggeht. So, ist das doch hier ein ganz schönes Bild. So zum Ende der Folge. Wir haben in dieser Folge schon die Burg besiegt. 3. Folge und wir besiegen die Burg. Jo, mal gucken, wie das weitergeht hier in der Geschichte, in den unendlichen Weiten, in den ehrenvollen Missionen des Aprisus. Momentan mit der USS Vergrandis. In diesem Sinne würde ich einfach sagen, ich hoffe, euch macht es Spaß, mir zuzusehen, und bis zu der nächsten Episode in den unendlichen Weiten. Bis denn dann, euer Aprisus.